Morgen. So, fangen wir einfach an. Wie immer, einfach machen. Okay, jetzt geht's. Also ich habe noch keinen Plan und ich muss irgendwie gerade erstmal selber ankommen. Aber der Farbton ist doch immer ein Farbton, der einen irgendwie aufmuntert. Nee, komm, wir nehmen hier einfach einen Teelöffel. Ja, ich will ja immer, dass alle mitmachen können und deswegen, vielleicht hast du kein Palettenmesser da, nimm einfach einen Löffel. Das geht doch auch. Hier, guck mal, dann entstehen gleich neue Ideen sozusagen. Hab einfach Spaß, mach einfach, komm einfach ins Malen, ins Tun und ja, das macht doch einfach Spaß, darum geht's doch. Also mach einfach. Ja, darüber kommen noch hier auch schon wieder Ideen. Also die Farbe animiert mich, hier noch weiter den Farbton zu verändern und genau das möchte ich haben. Also ein bisschen erstmal reinkommen, ein bisschen spielen mit den Farben, einfach zugucken, was so passiert und das einfach so genießen. Ja, der ist nicht schlecht, aber ich verändere den nochmal. Siehst du, ich wollte ja eigentlich den Löffel benutzen, aber das kannst du natürlich einfach machen. Mach das. Probier das aus. Den Kaffee noch ein bisschen Milchpulver sozusagen. Nein, es ist natürlich kein Milchpulver. Also damit binde ich jetzt einfach die flüssige Farbe. Aber es erinnert mich immer ans Kaffeetrinken, obwohl ich den Kaffee immer schwarz trinke. Aber gut, optisch mag ich auch Milchschaum. Den Farbton mag ich jetzt lieber. Der wird doch ein bisschen sandiger. Nimm einfach wieder, was du da hast. Also wenn du hier so einen Kuchenheber hast, nimm den einfach. Ja, gar nicht kompliziert. Einfach ein bisschen verstreichen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Textur da rein. Auf jeden Fall angekommen und mal gucken. Hier die Texturen da drin finde ich ganz schön, also die Muster und hier vorne ist mir noch ein bisschen zu flüssig. Da gebe ich noch mal was nach. Glaub mir, ist heute noch ganz hell Pastell irgendwie. Ich hatte echt die ganze Zeit überlegt und ich habe mir alle Farben dahingestellt, weil ich überhaupt keinen Plan hatte. Ich hatte irgendwie nicht so das Gefühl, aber hier jetzt die Farben gefallen mir ganz gut. Einfach ein bisschen reinziehen die Farbe. Und ich kann ja nachher auch noch mal die Textur wieder
rausholen und so ein bisschen läuft es auch rein. Beim Pinsel, guck mal, dass ich hier mit ein bisschen Orange reingehe. Ich streiche das oder so ein bisschen vorsichtig oben drauf, weil ich nicht will, dass sich die Farbe so vermischt. Da, wo keine Farbe drunter ist, da kann ich ruhig ein bisschen doller, aber ansonsten ziehe ich die nur so oben drüber. Und während ich das hier mache, bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen, was ich hier so hinbringe. Also ich habe so dunkle Rottöne und weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ja, gute Entscheidung. Doch, das passt gut. Ihr könnt es jetzt ruhig noch ein bisschen heller. Mit dem Wasser ist natürlich immer ein Risiko jetzt, dass ich das alles wieder aufweiche hier. Und es ist eh noch nicht so richtig ja, trocken und fest und deswegen arbeite ich hier so ganz leicht nur drüber. Aber hier das Orange kann sich doch ruhig nochmal mit dem Weiß verbinden, dann kriege ich hier nochmal so einen anderen schönen Farbton, der leuchtet jetzt. Die Farben könnte ich jetzt auch. Ja. Man könnte gleich noch eins machen, was ein bisschen anders noch ist. Ja, da kommen einem gleich wieder neue Ideen.
leichte Sommerbrise. Also ist was ganz Leichtes, also nicht nur vom Ausdruck her, sondern auch vom Machen. Also das ist, ich würde mal sagen, was für Anfänger. Und da kannst du dich mal ausprobieren und machen und es macht total viel Spaß. Also einfach machen. Greif einfach zu den Farben, die du magst. Also ich habe so viele Farben mir hingestellt und weil ich überhaupt noch nicht wusste, wo jetzt die Reise so hingeht. Aber ja, zwischendurch war mir noch nach mehr. Also ich hätte auch noch richtig loslegen können. So war immer so die Überlegung. Also haue ich jetzt mal richtig rein, in Anführungsstrichen. Also mache ich jetzt hier so einen Knaller mit den bunten Farben oder lasse ich es so soft und habe mich dann doch entschieden. Mittendrin habe ich so gemerkt, nee, komm, mach mal einfach ganz leicht. Ja, das ist auch total schön. Das Bild mag ich auch voll gerne. Und vielleicht ist es schon im Kanal, aber ich glaube nicht. Aber dann kommt es noch. Also abonniere einfach den Kanal. Und das ist drin. Das mag ich total gerne. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, jetzt bist du dran. Also viel Spaß. Hab einen schönen Sonntag. Ja, es war spannend für mich, denn ich wusste nicht so richtig, was ich machen will. Hatte aber Lust und war aber gleichzeitig so ein bisschen irgendwie auf der Bremse. Und manchmal merkt man das ja einfach. Und dann merkt man so, nee, heute ist nicht der Tag, um ausgiebig lange zu malen. Und das habe ich so gemerkt und hatte dann mich beim Malen auch entschieden, nee, ich bleibe in dieser Leichtigkeit und mal es nicht nochmal über und nochmal über, so wie ihr das ja auch oft von mir kennt. Manchmal habe ich dann einfach auch Lust, ewig lange zu malen und dann kann ich mich ja auch nicht lösen von dem Malen und bin dann eben erst dann fertig, wenn ich fertig bin. Und diesmal merkte ich so, nee, ich brauche dieses Leichte und etwas Leichtigkeit, was Leichtes malen mit Leichtigkeit und auch da drin bleiben. Und deshalb, das eignet sich gut für Anfänger, also probier das aus und experimentier da so ein bisschen. Also greif du jetzt auch zu deinen Farben, guck, was für ein Gefühl dich heute anspricht und schau gerne in den Kanal, guck, was dich anspricht und was dich heute motiviert und dann gehst du inspiriert in die neue Woche. So wünsche ich mir das jetzt. Also mach das. Und ja, ich freue mich auf den Chat, den wir mal haben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen, vielen Dank. Und ja, ihr seid so toll. Ihr seid so eine tolle Community. Also danke, dass ihr so hinter meiner Arbeit steht und mich da motiviert und wir uns gegenseitig inspirieren. Also Dankeschön. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.